ist der Motor eigentlich überall mit Aggregaten verbunden, wo muss ich ihn abklemmen, damit er wirklich frei ist und keine Verbindung mehr hat. Um den Motor auszubauen, brauchst du gar nicht so arg viel Werkzeug, jedenfalls fürs Abklemmen erstmal nicht. Heute zeige ich dir, wie ich den Motor auf unserem Segelboot vorbereite zum Ausheben. Denn die Vibrationsdämpfer sind kaputt, dazu muss der Motor komplett raus, samt Rahmen und allem, was dazugehört. Der muss danach wieder eingebaut werden, auf die Welle neu ausgerichtet werden. Ist also ein größeres Projekt und das hier ist Teil 1 einer Miniserie. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Christoph vom Hafenkino-Blog und zusammen mit Marion segel ich seit 3 Jahren über die Meere. Darüber berichten wir auch wöchentlich auf hafenkino.blog. Da geht es ein bisschen mehr ums Segeln, um Technik so am Rande und über Land und Leute. Das heißt, wenn dich das interessiert, schau gerne mal rein. Hier ist aber Hafenkino Technik, das heißt, hier geht es nur um Technik, um Wartung und um Reparaturen. Das ist mein drittes Boot und man könnte auch sagen, seit 7 Jahren schraube ich mich von Hafen zu Ankerbucht. Ich bin Laie, alles was du siehst, habe ich mir selbst angeeignet, das kann auch falsch sein. So, jetzt lass uns aber loslegen, Teil 1 der Miniserie, viel Spaß! Als ich mich hier unten vorbereitet habe auf das Abklemmen, habe ich mich erstmal lange hier drin aufgehalten und habe mir erstmal überlegt, wo ist der Motor eigentlich überall mit Aggregaten verbunden, die entweder im Boot bleiben oder auch mit der Wand. Wo muss ich ihn abklemmen, damit er wirklich frei ist und keine Verbindung mehr hat? Und das ist in Wirklichkeit gar nicht so arg viel. Um den Motor auszubauen, brauchst du gar nicht so arg viel Werkzeug, jedenfalls fürs Abklemmen erstmal nicht. Du brauchst fürs Abklemmen deinen ganz normalen Werkzeugkasten mit einem Steckschlüsselsatz und mit 2 Verlängerungen und am besten noch ein Rohr, damit du viel Gewalt ausüben kannst auf die Schrauben. Das geht um die Befestigungsschrauben am Motor, die sind die schwierigsten. Alles andere ist mit deinem normalen Werkzeug zu machen. Dann brauchst du einen Spannungsprüfer. Ich verwende den hier zum Beispiel ganz gerne, weil der eben hier oben auch also den Durchfluss messen kann und du kannst ihn mit einer Hand bewegen. Ich mag den sehr gerne, den verlinke ich dir unten. Wenn es darum geht, nur mal schnell zu sehen, ist überhaupt Spannung drauf und Plus und Minus zu erkennen, dann verwende ich den ganz gerne, weil das einfach schneller ist und unkomplizierter. Dann brauchst du 24er Nüsse, 19er Nüsse und 22er Nüsse und Ringschlüssel und davon eigentlich immer 2 zum Gegenhalten. Ich bin im Motorraum unserer Amel Santorin 46 und hinter mir seht ihr den Motor, das ist ein Perkins Prima M50. Der muss ausgebaut werden und da mache ich mich heute dran. Als allererstes habe ich die Batterie abgeklemmt, Seewasserzufuhr ist auch schon abgeschiebert und dann werde ich so nach und nach alles abklemmen. Man sieht auch, dass hier wohl über die Jahre und Jahrzehnte viel Salzwasser drauf getropft ist. Auch das ist ein Grund, weswegen ich den Motor rausnehmen möchte, um da eben nochmal ein bisschen, ja, man sieht es hier auch am Rahmen, der ist auch rostig, um hier nochmal ein bisschen ranzugehen. Hier unten diese Vibrationsdämpfer, da gibt es insgesamt 4 Stück davon, von diesen hier, unter diesem Rahmen, diesem grauen Rahmen. Und dann gibt es 2 weitere hier unter diesem blauen Teil, das ist der Sea Drive. Und der Sea Drive ist der Antrieb, der geht dann praktisch auf die Welle und auf den Propeller. Und jetzt baue ich erstmal hier diesen Auspuffstrang zurück, damit ich hier auch ein bisschen mehr Platz habe. Und dann werde ich so nach und nach alles abklemmen und hoffentlich heute Nachmittag den Motor ausheben können. Wenn ich schraube, kann man manche Sachen nicht so ganz genau erkennen, was ich da gemacht habe. Deswegen hier nochmal kurz die Erläuterung, was ich mache. Der erste Schritt war, die Luftzuführung abzuklemmen. Das ist hier nur eine Schelle und ein großer Schlauch. Ich habe es erstmal durchgeschnitten, weil ich den Schlauch noch tauschen wollte. An dieser Schelle sind 7er Nüsse dran oder 7er Schrauben dran und dazu gehört auch der Auspufftopf da hinten. Der war bei mir nur mit einem Kabelbinder befestigt. Das zweite war, dass ich dann das Abgasknie abgeschraubt habe. Das war vorher kaputt, deswegen musste ich es abschrauben. Normalerweise reicht das, wenn du hier den Abgasschlauch trennst. Auch das ist eine 7er Schraube. Und ja, ich habe den ganzen Strang zurückgebaut, je nachdem wo der sitzt. Besser zurückbauen, damit du Platz hast. Das ist der Wassersammler und hier hinten geht es dann wieder in den Abgasschlauch rein. Auch hier ist eine 7er Nuss drauf oder eine 7er Schraube. Der letzte Schritt, den ich dann gemacht habe, ist hier das Seewasser zu trennen, bevor es hier in die Seewasserpumpe reingeht. Das ist Salzwasser. Bevor du das hier trennst,
macht es Sinn, dass man das einmal mit Süßwasser spült, den externen Kühlkreislauf. Und das funktioniert, indem du hier in den Seewasserfilter bei geschlossenem Seeventil Süßwasser einfüllst, während der Motor läuft. Das heißt, der saugt das alles über die Seewasserpumpe an und wirft das Salzwasser aus dem Motor wieder aus und ersetzt es durch Süßwasser. Und du hast dadurch den riesen Vorteil, wenn du hier trennst und das Wasser runtertropft, dann ist es nicht mehr Salzwasser, sondern Süßwasser und der Motor ist dann nicht so verrostet wie in meinem Fall. Dann habe ich den Seewasserzufluss hier zu der Seewasserpumpe getrennt und ich habe hier den Auspuffstrang erstmal abgebaut. Der geht praktisch von hier über das Auspuffknie, da ist die Wassereinspritzung hier in den Auspuff und habe das auch weggenommen. Hier klemme ich den Anlasser von den Stromkabeln ab. Vorher habe ich die Batterie abgeklemmt und am Anlasser tatsächlich freigemessen, ob auch wirklich keine Spannung mehr anliegt. Und ich habe mir jede Menge Fotos gemacht, wie die Anschlüsse zusammengehören, weil es mir schon mal passiert ist, dass ich ein Kabel vergessen hatte und danach der Motor nicht mehr ansprang und ich lange gesucht habe, wo der Fehler war. Kabel getrennt. Das waren hier einmal diese Steuerkabel mit diesen Verbindern. Hier sind die Gegenstücke. Und hier oben die 4 Kabel, das sind einmal die 2 Kabel vom Wellengenerator und die 2 Kabel vom Anlasser. Und da oben ist noch die Erdung. Alles hochgebunden. Die Kabel, die Batteriekabel bzw. die Anlasserkabel haben wir mit dem Schlauchstück nochmal abgedeckt, damit da kein Kontakt kommen kann. Ich hoffe, es hat dir bis hierher gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir bitte ein Abo und einen Kommentar, denn ich baue den Kanal gerade neu auf. Da ist mir deine Rückmeldung besonders wichtig. Also, lass uns weitermachen. Vielen Dank. Nee, das ist in dem, unter der Treppe in dem Elektrokasten. Da ist selbstverschweißendes Band drin. Den inneren Kühlkreislauf muss man nicht unbedingt komplett entwässern. Ich habe es dennoch gemacht, weil bei mir war nur Süßwasser drin und das wusste ich. Deswegen habe ich es komplett ablaufen lassen. Ich zeige dir mal, was ich alles abgeklemmt habe und welche Schrauben ich dafür verwendet habe. Machen wir erstmal Salzwasser. Salzwasser geht hier rein und dann hier oben an den Entlüfter und auf der anderen Seite wieder runter. Dann läuft hier ein Rohr, was hier wieder hochkommt und ins Abgasknie reingeht. Das heißt, der muss zurückgebaut werden. Das heißt, hier öffnen, 7er Nuss, hier öffnen, 7er Nuss. Das tritt natürlich auch wieder Wasser aus. Deswegen auch hier macht es Sinn, dass es Süßwasser ist. Und hier natürlich das Rohr, das ist auch nur eine Schelle. Hier hinten, ich hoffe, man kann es sehen, auch nur eine 7er Nuss. Das muss auch getrennt werden. Das war der Salzwasser-Kühlkreislauf und hier am Wärmetauscher gibt es dazu eine Schraube, das ist eine 19er Schraube, hier kann man auch entwässern. Das macht auch Sinn, dass man das tut, dass man hier einmal das Salzwasser bzw. das hoffentlich getauschte Süßwasser ablaufen lässt. Wenn man jetzt am inneren Kühlkreislauf auch Schläuche tauschen will, und in meinem Fall sind das diese
gelb-schwarzen Schläuche. Das sind keine Gartenschläuche, sondern temperaturbeständige Schläuche. Die gehen nämlich hier entlang zu unserem Warmwasserbereiter. Die wollen wir natürlich auch trennen, deswegen wird hier auch vom inneren Kühlkreislauf Wasser austreten. Und dort trenne ich vorher an dieser Stelle hier unten. Das ist diese Schraube hier, das ist auch eine 19er Schraube. Und dann läuft das Wasser auch aus dem internen Kühlkreislauf aus. Als nächstes kommt hier das Kupplungskabel. Kupplungskabel und Gaszug haben immer das gleiche Prinzip. Da ist erstmal die Hülle gehalten mit 2 Schrauben und dann geht die Seele weiter auf den Hebel und der ist wiederum mit einem Splint gesichert. Also was du hier brauchst, ist in meinem Fall kleine Nüsse. Ich glaube, das waren 8er und hier unten brauchst du nur eine Zange. Und beim Gaszug, der Gaszug geht oben auf die Einspritzpumpe drauf, es ist genau das gleiche Prinzip. Da waren es bei mir 2 Schlitzschrauben, die praktisch die Hülle halten und auch hier unten wieder ein Splint, der die Seele auf der Einspritzpumpe hält. Die nächsten Punkte waren dann die Dieselzufuhr zu trennen und die Dieselrückführung, die praktisch von der Einspritzpumpe wieder zurückgeht. Wenn du am Dieselsystem arbeitest, macht es natürlich Sinn, dass du vorher den Dieselhahn schließt, je nachdem, wo dein Tank liegt, dass dir das nicht ausläuft. Die Schlauchleitungen, die Dieselleitungen Zu- und Rückführung habe ich abgedeckt, damit da nichts reinfallen kann. Hier sind die Gegenstücke. Das ist die Dieselrückleitung und hier auf der Einspritzpumpe hinten ist die Dieselzuführung, da wo der rote Aufkleber ist. Und das hier habe ich rot abgeklebt, damit ich dran denke, dass kein Kühlwasser drauf ist auf dem Motor. Das letzte, was jetzt noch zu tun ist, damit der Motor wirklich frei ist, wir haben hier das C-Drive mit der Welle, das ist der Kloben, der auf der Welle sitzt. Da haben wir die Wellenkupplung, da haben wir die Riemenscheibe vom Wellengenerator, der sitzt hier oben. Das heißt, wir trennen einmal dazwischen, das sind hier Muttern und zum Gegenhalten auf der anderen Seite, ich glaube, das waren 17er. In meinem Fall war das recht schwierig, die zu lösen, deswegen habe ich erst versucht, die durchzusägen, weil die sowieso dann ganz raus müssen. Ich habe es aber dann geschafft, dadurch, dass ich auf den Schraubenschlüssel hier drauf geklopft habe und natürlich hier gegengehalten habe, dass ich die lösen konnte. Und jetzt bin ich am schwierigsten Teil angekommen. Das sind die Befestigungsbolzen vom Motor. Hier ist eine schon gelöst. Und ich komme zwar hier von unten gut ran und auch von oben, trotzdem war das nicht einfach, denn von oben ist der Platz so begrenzt, hier an dieser Stelle, dass ich mit dem Ringschlüssel nicht ganz auf die Mutter auffahren kann, weil hier hinten dieser Holm stört. Und das war so ein bisschen die Schwierigkeit, da die Kraft aufzubringen. Die zwei hier vorne sind eigentlich die einfachsten, weil die sind noch relativ gut zugänglich. Da hinten da komme ich noch viel schlechter ran und ich habe nach wie vor keine Lösung dafür. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich habe auch keinen Schlagschrauber mit Verlängerung, wo ich vielleicht von oben dann nochmal versuchen könnte ranzukommen.
Also ich versuche jetzt mit Bordmitteln ein bisschen weiterzukommen und wenn das nicht geht, muss ich am Montag auf den Mechaniker warten, dass der mir die letzten 2 Schrauben löst, so blöd das ist, aber ja. Gut. Probieren wir's. Juhu! Ich hab sie los. Ich habe es ja gerade geschafft, hier unten diese Schraube zu lösen. Für die, die das schon häufiger gemacht haben, mag das Kleinigkeiten sein. Ich habe immer vor festsitzenden Schrauben wirklich Respekt, weil ich damit noch nicht so viel zu tun hatte. Und nachdem ich von unten hinten nicht rankam, bin ich von oben rangegangen. Und das war auch die bessere Idee, weil ich mir gedacht habe, der Mechaniker, der braucht 2,5 Stunden, um einen Motor auszubauen. Das kann nicht sein, dass der an sowas scheitert. Wie macht der das? Der kann eigentlich nur von oben ran. Deswegen bin ich jetzt noch mal kurz zur Ferreteria gelaufen und habe noch mal eine Verlängerung geholt. Eine zweite. Eine habe ich schon, sodass ich auch an die hinteren, einer sitzt hier und einer sitzt hier, dass ich auch an die hinteren Bolzen von oben dran komme. Und das will ich jetzt probieren. Und bin eigentlich zuversichtlich, dass das gehen müsste. Mann. Ich glaube, ich habe es ja aufgebrochen. Ich glaube, ich habe sie aufgebrochen. Ja, haha! Juhu! Mhm. Na, warum bist du jetzt angelaufen gekommen? Ja, weil du so gejuchzt hast. Ja, ich habe gejuchzt, aber ich habe es leider nicht auf Kamera, weil ich gerade hier vor der anderen Kamera bin. Ich habe hier den dritten Bolzen losgebrochen bekommen. Aber ich glaube, der schwierigste ist hinten in der Ecke, weil da komme ich noch schlechter ran. Aber das, Beste zum Schluss. ja, so ungefähr. Oder man wächst an seinen Aufgaben. Oder fällt uns noch was ein? Reicht. So, jetzt also 3 von 4. Ich würde sagen, wir sind auf der Siegerstraße, oder? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Jetzt werden wir übermütig und versuchen den 4. auch gleich. Ja, das war dann der Tag heute, ne? 3 Schrauben aufgedreht und schon Feierabend Und oder so ähnlich. beim 4. ist dann vorbei. Oder er geht am einfachsten, weil da gar kein Rost dran gekommen ist. Die Lösung war eine Nuss mit 2 Verlängerungen und am oberen T-Stück ein Rohr, um mehr Kraft aufzubringen. Trotzdem war es schwierig, unten gegenzuhalten und oben gleichzeitig genug Druck aufzubauen. Schön, dass du bis hierher zugeschaut hast. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Wenn ja, dann hinterlass mir bitte ein Abo, denn nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Da hebe ich den Motor tatsächlich aus und die Wellenkupplung wird mit großen Schwierigkeiten abgebaut. Wenn du das nicht verpassen willst, also Abo hinterlassen und bitte hinterlass mir auch einen Kommentar und ein Like. Das wird mir natürlich sehr helfen. So, schön, dass du bis hierher dabei warst. Wenn du so lange nicht warten willst, hier oben verlinke ich dir ein Video, wo es auch um Technik geht, auf unserem anderen Kanal. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.